Hey, good morning Traders und Investoren. Ausblick, Morning Espresso, meine Stimme versagt jetzt schon unglaublich, Dienstag, 24. Oktober. Einen herzlichen Gruß an euch, Sadiq Cup, wie ich jetzt Tage und Wochen lang gesagt habe. Risk-Disclaimer ist in Effekt, wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. Ich kann keinen Investment-Advice geben, alles nur für Ausbildungszwecke und Copyright ist ebenfalls in Effekt. Der eine oder andere hat sich gestern eingeschaltet für den Morning Briefing und was in der Woche passieren wird. Der Jens von Admiral Markets hat das gesponsert. Danke dir für den Deal, Jens. Macht mir sehr viel Freude. Die Fragen waren sehr ordentlich. Also es waren gute Leute, ist alles englischsprachig. Ich dachte mir, kann ich ruhig machen. Kannibalisiert ja nicht mein Business auf Deutsch. So, los geht's. Die letzten Trades sind tatsächlich lange her. Wir hatten am 19. September letzten Monat einen Long auf Neuseeland gegen kanadischer Dollar. Das war ein Buy-Limit und wir sind dann ausgeführt worden und hatten einen Gewinner. Und dann hatten wir einen Long Neuseeland gegen Schweizer Franken vom 20. September. Da war ein Buy-Limit. Und am nächsten Tag habe ich den letzten Morning Espresso gemacht und gesagt, das war kein Trade. Wir sind nicht ausgeführt worden. Und was ich aber zeigen wollte, ist, dass wir an dem Montag genau diesen sogenannten Square-Up hatten und dann das Target nochmal erreicht hatten und dann ist der Kiwi aber weiter abgesoffen. Also, if you know what you're doing, kannst du mit diesen Levels auch Geld verdienen. Was war über Nacht passiert? Wir hatten Euro, Pfund und US-Dollar Stärke. Wir hatten signifikante Neuseeland-Dollar-Schwäche und ich würde gerne gleich genauer darauf eingehen. Wichtige Zahlen heute, nichts. Nix, ist nichts. Morgen geht's ab. Morgen wird's wichtig. Ja? Da haben wir richtig was zu tun. So, Märkte und Tradeplan. Was war gestern und über Nacht? Wir hatten Asien leicht fester notiert. Allerdings, wie ihr auch gerade gesehen hattet, für unsere europäische und amerikanische Session keine wirklichen fundamentalen oder Sentimenttreiber. Und wir hatten eine schwache Vorgabe von der Wall Street. Denn wir hatten den SPUS mit minus 39 Basispunkten, den Dow minus 23 und Nasdaq minus 67 Basispunkten. Nichtsdestotrotz, der Nikkei hatte in der Übernachtssession mal ganz kurz auf die Mütze bekommen. Sentimentgrund war Yen-Stärke, Risk-Off ganz kurz. Aber by the fucking dip. Ja? Aber 2/3 Mehrheit wird sogar Artikel 9 des Grundgesetzes sehr wahrscheinlich jetzt ändern. Das heißt, das ist ein Artikel, dass Japan nur pazifistisch unterwegs sein darf zur Landesverteidigung und es wird wahrscheinlich geändert, dass sie auch aggressiv unterwegs sein dürfen. Gegeben der Situation mit Nordkorea kann ich das absolut nachvollziehen. Wir sind also schwacher Yen, starker Nikkei, 225 auf einem 21-Jahres-Hoch. Australien hat flat geschlossen. Mein Buddy Kai hat einen sehr guten Chart gepostet. Danke dir dafür. Wir hatten hier eine monatelange Consolidation, aus der sind wir nördlich gerade ausgebrochen, also auch Australien Long. Vielleicht interessant. Dazu kurzer Blick auf Kupfer. Kupfer ebenfalls auf dem Weg zu neuen Hochs. Macht also alles Sinn. Die besten Sektoren Utilities 0,08, Consumer Staples minus 9 Basispunkte, Financials minus 12. Und die schlechtesten Telcos, Industrials und Discretionaries, die könnt ihr da ablesen, die Daten. Shanghai hatte leicht zugelegt mit 20 Basispunkten und jetzt kommt's, wichtig, massive Liquiditätszugabe. Heute ist ja Ende des Nationalkongresses und der Hang Seng hat flat notiert. Also trotz dieser massiven Liquiditätszugabe nur 20 Basispunkte spricht für inhärente Schwäche. Für uns ist es aber weiterhin recht schwierig, in chinesische Aktien zu investieren. Ja, ist nicht unmöglich, aber recht schwierig. Ist auch kein sinnvoller Aktienmarkt. Das hat aber strukturelle Gründe, können wir ein andermal drauf eingehen. 10 Jahre JGBs waren flat. Wir hatten zwar am Ultra-Long-End eine vehemente Auktion, gutes Angebot, um Papiere anzukaufen von der JGB, von der BOJ, entschuldigt bitte, aber wurde nicht so wirklich angenommen. Also uneventful. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Spanien. Premierminister Rajoy plant die Erweiterung eines Ministeriums für Katalonien und die Regierung sagte aus, dass sie vorbereitet seien, auch Gewalt anzuwenden, um Ordnung in Katalonien wiederherzustellen. Also diese Situation wird uns noch ein bisschen weiter begleiten. Recht traurig, aber so ist es. Das Establishment erlaubt nun mal, die EU-Diktatur erlaubt nun mal keine Ausbrecher. Brexit.
EU-Spanier sagt, es ist ein strategisches Interesse, gute Beziehungen zu UK zu haben. Natürlich, du Muppet, ist natürlich ein riesengroßer, wichtiger Handelspartner für uns. Und es gibt einen möglichen Weg, den Brexit zu verhandeln. Und heute Morgen waren weiterhin positive Kommentare über Brexit. Und wir sehen das Pfund auch, wie es stärker wird. EZBs neu warnte UK-Banken, dass die Zeit ausläuft, sich Zugang zum EU-Markt zu sichern nach dem Brexit. Kommt doch bitte alle nach Frankfurt, dann wird meine Wohnung noch teurer. Ich freue mich auf euch. Okay, wie geht's weiter? Kiwi, jetzt geht's los. Wir haben diese massive Underperformance gesehen. Warum? Und zwar gibt es Unsicherheit bezüglich des zukünftigen Mandats der RBNZ. Die letzten Teilnehmer aus dem Septemberkurs, die waren live dabei, als wir dann montags die Wahlergebnisse in Neuseeland besprochen hatten. Und es ist eine sehr gute Opportunität gewesen, um Geld zu machen. Und jetzt kommt es nämlich, die Koalition, die sich da bildet, ist eine linke Koalition. Und jetzt meinen Gruß an meinen Buddy Thorsten, falls er das guckt. I nobody, you hate socialism. An meinen Buddy Anton, der hasst Sozialismus nämlich auch. Und von mir auch noch einen guten Grund an meine Freunde in Neuseeland. Flo, du lebst ja da unten, du kannst uns dann live berichten. Flo ist nämlich ausgewandert mit Simi von Deutschland nach Neuseeland, wie euer Land jetzt in die Grütze geht mit einer linken Regierung. Völliger, kompletter Schwachsinn. Und zwar, was machen sie? Ardern, neuer Premierminister, signalisiert einen Koalitionsvertrag zwischen Labour und Neuseeland First. Der Fokus wird sein, Fiskaldisziplin, lache ich mich schlapp, also da erwarte ich schon mal definitiv, dass sie über die Stränge schlagen, das machen nämlich sozialistische Regierungen, und signifikante Anhebung des Mindestlohns. Hier empfehle ich, an meine Uni zurückzugehen, Economics 101 nochmal zu nehmen an Ardern und nochmal zu lernen, dass Mindestlohn absolut nichts bringt. So, nächster Punkt avisiert, Verbot für ausländische Investoren Bestandsimmobilien zu kaufen. Katastrophal. Wenn du also Direct Investments runterbringen willst, dann kannst du ja beim Immobilienmarkt anfangen. Mega schlechte Idee. Du kannst es vielleicht teurer machen oder weniger attraktiv, aber du kannst es doch nicht verbieten. Naja, okay. Zusätzlich will die Koalition, und jetzt kommt, den Reserve Bank Act sichten und reformieren. Die wollen also das Mandat der Zentralbank von Neuseeland ändern. Labour will das Mandat erweitern, und zwar auf Full Employment und Inflation Target, und zusätzlich sollen externe Mitglieder mit in das Komitee aufgenommen werden. Also alle dem Vorbild der Bank of England, da ist das ja ähnlich. Okay? Letzten Punkt finde ich gar nicht so schlecht, aber Full Employment und Inflation Target schwierig. Jetzt kommt es aber. Neuseeland First will aber das Inflation Target ersetzen mit einem Trade-Weighted Exchange Rate. Vorbild Singapur, die machen das so, um sicherzustellen, dass Kiwi in einem Band handelt. Auf Hochdeutsch, wir wollen unsere Währung nachhaltig für immer und ewig von der Zentralbank unterstützt schwächen. Also Schwäche für Neuseeland. Die Märkte hassen Unsicherheit, die Märkte handeln die Zukunft 6 bis 18 Monate, sozialistische Regierung immer katastrophal. Kannst du schön auf Venezuela gucken. Greetings to you, Jonathan, mein neuer Buddy aus Venezuela. Horror, was der mir alles erzählt hat. Horror, Horror, Horror. Wenn die Leute nicht verstehen, dass unsere Existenz, du kannst dich auf keine Regierung verlassen, auch unsere Rente, ich sage das 1000-mal, verlasst euch doch bitte nicht auf irgendwelche Muppets. Mir hat letztens einer ein Bild geschickt, die führenden Köpfe von den Grünen, Partei in Deutschland, haben keine Ausbildung. Das ist ja katastrophal. Okay, ich höre auf. Back to the trading market, das ist Unsinn. Du musst dich um dein Zeug selber kümmern. Keine Firma der Welt ist dafür da, um dir einen Job zu geben. Entweder du addest Value in der Welt oder nicht. Aber glaub doch nicht bitte, dass irgendwer dir irgendwas schuldet. Ich verstehe diese ganze Mentalität nicht. Bitte, lerne für dich etwas, wo du sehr, sehr gut drin wirst, und dann geh in die Welt und kreiere Value. Je mehr Probleme du löst, je größer wird dein Kontostand. Geht ja nicht nur um Geld an dieser Welt. Ja? Es geht auch darum, etwas zu tun, was dir Freude macht, etc. pp. Aber also, Neuseeland Short, Ende der Durchsage. WTI konsolidiert um $52. Warum? Irak-Exporte fielen diesen Monat bisher um 200.000 Barrels pro Tag. Jetzt sind es so, die Hedgefonds haben die größte Long-Positionierung seit einem Jahr aufgebaut. Und wir haben, OPEC steht da, OPEC soll das heißen, OPEC-Compliance auf einem Rekordniveau im September von 120% gehabt. Das heißt, sie haben also noch weniger rausgelassen, als sie sich selber zugeschrieben haben.
Und das ist ganz interessant, Satellitenbilder lassen, schreibt man mit 2 SJ, die Annahme zu, dass China mehr Öl verbraucht, als sie im Moment lagern. Sehr wichtiger Punkt. Ja, und so funktioniert tatsächlich Fast Money Trading. Wir schauen uns Satellitenbilder an. Und letzter Punkt, die OECD Oil Stocks sind bei 159 Millionen Barrels und das ist eine Notierung über dem 5-Jahres-Schnitt. Das heißt, im Ölmarkt, könnt ihr euch vielleicht noch an mein Video von damals erinnern, schauen wir auch auf den 5-Jahres-Schnitt. Jetzt ist es so, dass in dieser Range über 52 bis 55 die Fracker bisher massiv angefangen haben zu shorten und das schaue ich mir jetzt an, ob die wieder reinkommen. Ist auf jeden Fall interessant, von den letzten 23 Handelstagen war Öl 20 Tage über 50, also WTI. Das hält sich da. Wir akzeptieren höhere Preise und meine Trader wissen, was das bedeutet. Okay. Gold seitwärts, da ist der Treiber im Moment Dollar. Also weniger Angebot und Nachfrage, sondern der Dollar. Kupfer, Stops über 3,20 wurden getriggert und dann habe ich mir einfach das Volume Profile angeschaut. Weekly Target ist 3,28. Schauen wir, ob wir da hinkommen. Geopolitisch auch wieder mal eine Aggression. USA, Japan und Südkorea haben seebasierte Raketenwarnübungen abgehalten. Darauf wird natürlich Rocketman auch wieder reagieren. Ich habe einen Analysten mir gestern durchgelesen, Research, ganz interessant. Der geht von einem Szenario aus, dass Nordkorea eine Atomrepublik wird, also eine Atomwaffenmacht, aber contained, also eingeschränkt wird von China. China hat jetzt ihren dämlichen Nationalkongress hinter sich. Jetzt können wir endlich mal wieder anfangen, nachdem der Präsident seine Macht da konsolidiert hat, das Militär hinter sich hat und für die nächsten 5 bis 10 Jahre sicher im Sattel sitzt. Jetzt kann er hoffentlich anfangen, hier mal die Situation ein bisschen zu containen mit Nordkorea. Allerdings ist unklar, warum China überhaupt mit Nordkorea diese Partnership hat. Was das Interesse daran ist, das verstehen die Analysten nicht wirklich. Ich sowieso nicht. Der andere Faktor ist, Trump ist halt hochgradig aggressiv, vor allen Dingen eben auch über Twitter und über Twitter und seine aggressiven Aussagen. Das hilft der ganzen Situation nicht. Sollte Rocketman es nicht schaffen, eine Atommacht zu werden, dann kann er um die Ecke gebracht werden oder sein Regime ist massiv in Gefahr. Eine Militärintervention der Amerikaner, das sagen auch die amerikanischen Militärs, bringt im Grunde nichts. Ja? Also, Outcome, so wie der Markt es im Moment auch preist, ist, China containt Nordkorea, Nordkorea wird eine Atommacht und Trump muss einfach irgendwie sehen, dass er sich beruhigt. Scary thought, dass Rocketman Atomwaffen hat, aber gut, hat er sowieso schon 62 oder 63 Stück. Die Frage war ja nur, wie weit kann er sie schießen. Japan wird wahrscheinlich Artikel 9 ändern, wie avisiert, und dann haben wir eine neue Mischung in diesem Raum mit einer weiteren Atommacht. Unsere Welt wird für unsere Kinder nicht sicherer. Treasuries, Renditen nur 1 bis 2 Basispunkte abgegeben, allerdings über die gesamte Kurve. Settlement im Future war plus 3 Ticks. Jetzt wichtig, Fast Money und Large Specs haben Record Short im 5-Jahres-Bereich aufgebaut. Record Short. Das heißt also, heute kommen 103 Milliarden Auktionen, 2 Jahre Fixed und Floater und 5 Jahre und 7 Jahre Fixed. Sind wir gespannt, wie die passieren. Ich gehe davon aus, dass die Renditen ein bisschen anziehen, sollte also bullish für den Dollar sein. Fed hat begonnen, diesen Monat die Bilanzsumme zu reduzieren. Das heißt, weniger Nachfrage für Bonds. Weniger Nachfrage heißt, dass wir ein Problem haben. Je mehr die Bilanzsumme sich reduziert, je mehr fehlt uns dieser künstliche Käufer im Markt. Das heißt also steigende Renditen. Dann haben wir eine offene Karte. Trump sagte gestern nochmal, die Wahl seines neuen Fed-Chairs sei fast vollendet. Wir wissen eben nicht, ist es jemand wie Taylor, also hawkish, oder wie Powell oder Yellen, also dovish. Ich gehe von Powell im Moment aus. Das würde ein bisschen dazu führen, dass die Renditen herunterkommen und der Dollar ein bisschen abgeben könnte. Kurzfristig, ja, kurzfristig. Dann haben wir den Senate-Beschluss gehabt. Ihr erinnert euch, 49:51, beziehungsweise hatte ich gestern alles in diesem Morning Briefing durchgegeben. Das heißt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Tax Cuts durchgehen könnten, die Tax-Reform. Das würde dann aber dazu führen, dass die Treasury natürlich mehr Bonds auf den Markt zur Refinanzierung der fehlenden Kohle geben müsste. Das heißt also, insgesamt weniger Nachfrage und mehr Angebot, fallende Preise, höhere Renditen. Daher das Fast Smart Money short positioniert im Belly. 5 Jahre der Kurve nennen wir Belly.
Was schauen wir uns jetzt an? Wir schauen uns den Spread zwischen 5er und 10er an, der ist im Moment bei 37 Basispunkten. Wenn der weiter zusammenläuft, ist es im Grunde genommen eine Smart Money Aussage, dass der Tech-Deal eher nicht durchgehen wird. Ich will also sehen, dass das Spread auseinanderläuft, weil dann signalisiert mir das Smart Money, hey, wir wollen Long Equity Risk sein. Okay? Alles easy. So, was ist das jetzt hier? Wo ist meine Folie mit Trade of the Day? Eine Sekunde. Ja, da bin ich wieder. Sorry. Also, Spread haben wir besprochen, müssen wir ein Auge drauf halten. Wollen wir. So, jetzt Bilder sagt mehr als 1000 Worte. Fast Money wettet auf steigende Renditen im Belly. Boom. Net Short even bigger than previous record set in January. Dann schauen wir mal, liebes Fast Money, ob ihr recht habt oder nicht. Ich gehe im Moment davon aus, dass es eine Gegenbewegung geben kann. Aber grundsätzlich bin ich bei euch. Fast Money wettet auf steigende Ölpreise. Das ist interessant. WTI Fund Position rise to high since November 16. Bei Öl bin ich lieber ein Freund, mit den Dealern zu gehen. Warten wir auf eine Rekordpositionierung und dann gehen wir in dieselbe Richtung wie die Dealer. So, Long Aktien Japan, logisch. Ja, 15-Day Advance, boom. By the fucking dip. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es wird oft in Asien bei dünnerer Liquidität zu einem Withdrawal von Liquidity kommen und da können wir dann long gehen. Tradeplan für heute, jetzt sind wir da, Short Neuseeland gegen US-Dollar. Linke Koalition will das ABNZ-Mandat ändern und investorenunfreundliches Umfeld schaffen. Und Dollar, Dezember Rate Hike Odds soll das heißen, NS, Rate Hike Odds bei 96,7%, Erwartung, dass die Zinsen steigen. Bedeutet also Risiko für den Trade. Bedeutet also Short Neuseeland gegen US-Dollar. Risiko für den Trade ist, Dovish Fed Share wird kurzfristig Druck auf die Zinsen auswirken. Also wenn heute, morgen, übermorgen über einen Ticker kommt, Powell ist gewesen, dann wird der Dollar nochmal runterkommen. Und Kiwi Profit Taking führt zur Gegenbewegung. As we speak sehe ich es gerade. Ja, also es kommt eine ganz kleine Gegenbewegung rein. Ist mir aber wurscht, denn, jetzt schauen wir uns den Trade an, ich bin schon short, aber natürlich, wie ich das häufig mache, nur mit einem Teil der Positionierung. Ja? I hate buying breakouts. Hate it, hate it, hate it. Manchmal bin ich aber dazu gezwungen. Schauen wir einfach, wie der Trade sich entwickelt. Ist eine Starter-Position. So, und last but not least, genau, ich wollte mal wieder Werbung in eigener Sache machen. Ihr habt mich ja lange nicht gesehen. Januar-Seminarplätze sind schon verkauft und für November sind noch 2 Plätze frei. 2 places remaining. Kommt rein, weil ich werde spätestens nächstes Jahr das Businessmodell ändern. Es geht so nicht. Also jetzt schlage ich vor, do it now, a deal that's here today may not be here tomorrow. Hat mir mein erster Mentor gesagt, absolut richtig. In diesem Sinne, vielen, 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 vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Große, große Freude mit euch zu sprechen. Und an meine Trader, trade smart, live free. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Bye, bye.